Willkommen zum letzten Teil unserer Serie zu den 4 Fragen der Exportkontrolle. Heute schauen wir uns die 4. Frage, wofür an. Welche Verwendung hat meine Güte? Wie ihr die 5 häufigsten Fehler vermeidet und eine glanzvolle Exportkontrolle aufs Parkett legt, darum geht's jetzt. Wir geben hier ausschließlich Tipps. Das ist keine Rechtsberatung. Einige Elemente wurden mit KI erstellt. KI, genau wie dieser Song. Die Catch-all-Klauseln stellen nicht gelistete Güter bei Kenntnis einer kritischen Endverwendung unter eine Genehmigungspflicht. Eine Endverwendung ist genehmigungspflichtig, wenn folgende 3 Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, das Ausfuhrgut ist nicht gelistet. Zweitens, es liegt eine in Artikel 4 Absatz 1 der Dual-Use-Verordnung oder Paragraph 9 Außenwirtschaftsverordnung beschriebene Endverwendung vor. Und drittens, ich habe Kenntnis von der kritischen Endverwendung oder wurde vom BAFA darüber unterrichtet. Aber was ist denn jetzt eine kritische Endverwendung ganz konkret? In der Praxis gehören folgende Verwendungen zu den relevanten. Wenn die nicht gelisteten Güter zur Entwicklung, Herstellung, Handhabung, Wartung, Lagerung, Ortung und Identifizierung oder Verbreitung von ABC-Waffen oder Trägertechnologie verwendet werden, wenn die Güter militärisch verwendet werden und das Käufer- oder Bestimmungsland ein Waffenembargoland ist, oder wenn die Güter in der zivilen Kerntechnik in einem bestimmten Länderkreis verwendet werden. Schauen wir uns jetzt einfach mal die häufigsten Fehler an, damit ihr es gleich besser machen könnt. Fehler 1. Die Wofür-Frage wird viel zu früh gestellt. Wer die 4 Fragen der Exportkontrolle durcheinander würfelt, für den ist Chaos vorprogrammiert. Wichtig ist ein strukturiertes Vorgehen. Die 4 Fragen der Exportkontrolle sind wie eine Checkliste. Die Reihenfolge ist entscheidend. Wer in Frage 1 an wen ein Verbot hat, muss die nächsten Fragen gar nicht beantworten. Das heißt, wenn wir zur 4. Frage, dem Wofür, kommen, heißt es auch, dass wir grünes Licht bei den vorherigen Fragen bekommen haben. Also, alles schön der Reihe nach. Und gegebenenfalls in die vorherigen Videos springen. Fehler 2. Ich spiele Sherlock Holmes. Der Gesetzestext spricht von Kenntnis über eine kritische Endverwendung. Anders als bei den Sanktionsumgehungsversuchen muss ich mir hier keinen Detektivhut aufsetzen. Positive Kenntnis bedeutet, dass ich etwas im Lauf meiner regulären Geschäftskommunikation erfahre. Ich muss keine expliziten Nachforschungen unternehmen, Fangfragen stellen oder Privatdetektive anheuern. Ein Sonderfall kann vorkommen, das BAFA unterrichtet mich direkt, dass bestimmte Empfänger mein nicht gelistetes Gut für eine kritische Endverwendung verwenden wollen. Also zum Beispiel, dass bestimmte chinesische Forschungseinrichtungen, die nicht sanktioniert sind, ausgewählte Güter im ABC-Waffenbereich verwenden. Habe ich Kenntnis einer kritischen Endverwendung in der regulären Geschäftskommunikation, müsste ich beim BAFA eine Genehmigung beantragen. Dazu später mehr. Habe ich keine Kenntnis, muss ich auch nicht aktiv werden. Fehler 3. Der Vertrieb schweigt. Bahnt sich ein Auftrag an, hat ja vor allem der Vertrieb den Kundenkontakt. Und was sollte der Vertrieb machen, wenn die Kundin erwähnt, dass sie die Güter militärisch oder für eine andere kritische Verwendung nutzen möchte? Nicht schweigen, sondern bei der Exportkontrollverantwortlichen anklingen. Denn hier sollte genauer hingesehen werden, was erlaubt ist und was nicht. Also, Exportkontrolle geht alle Bereiche im Unternehmen etwas an. Mitarbeiterinnen an Schlüsselstellen müssen geschult und sensibilisiert sein und die Informationen müssen fließen. Fehler 4. Die klaren Definitionen sind nicht bekannt. Wird Klopapier in einer Kaserne militärisch verwendet? Der Begriff der militärischen Verwendung für ein Gut, das weder Rüstungs- noch Dual-Use-Gut ist in Artikel 4 Absatz 1b der Dual-Use-Verordnung definiert. Eine militärische Verwendung ist der Einbau in militärische Güter, die Verwendung meines Guts für die Entwicklung, Herstellung oder Wartung von militärischen Gütern,
die Verwendung von unfertigen Gütern für die Herstellung von militärischen Gütern. Damit wird auch klar, dass viele Güter zu solch einer Verwendung gar nicht geeignet sind. Dazu gehört auch Klopapier, denn es liegt keine militärische Verwendung im Sinne der Definition vor. Was ist mit meinem Standardkugellager, das ohne weitere Modifikationen in einen Panzer eingebaut wird? Das Standardkugellager wird nicht zum Dual-Use- oder Rüstungsgut durch seine Verwendung. Das haben wir uns im vorherigen Video genauer angeschaut. Jetzt schauen wir aber durch die Brille von Frage 4 auf das Kugellager. Wir haben ein nicht gelistetes Gut und die Kenntnis einer militärischen Verwendung. Jetzt kommt es auf das Bestimmungsziel an. Liefere ich in ein Waffenembargoland, wie beispielsweise Venezuela, dann liegt eine Genehmigungspflicht vor. Liefere ich es aber nach zum Beispiel Mexiko, dann liegt keine Einschränkung vor. Hier vermischen Unternehmen öfter das Dürfen mit dem Wollen. Die rechtlichen Fragen des Dürfens lassen sich oft schnell und klar beantworten. Die ethische Frage obliegt jedem Unternehmen selbst. Fehler 5. Ich beantrage tatsächlich eine Genehmigung. Das Gesetz sagt, dass ich bei Kenntnis einer kritischen Endverwendung für mein nicht gelistetes Gut eine Genehmigung beantragen muss. Aber insbesondere bei einer militärischen Endverwendung im Waffenembargoland kommt dies faktisch einem Exportverbot gleich, denn die Genehmigung würde ich wohl nie bekommen. Die 4 Fragen der Exportkontrolle sind einfach ein klasse Werkzeug, um klar und strukturiert das oftmals kompliziert anmutende Thema Exportkontrolle zu bändigen und locker abzufrühstücken. Was sind eure Themen und Fragen, die wir uns mal gemeinsam anschauen sollten? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis bald!